Schon so viele Stunden. Und wenn auch bei einer beschwerlichen Reise. Es ist schön, mal wieder mit dir zusammen zu sein, Vater. Ja, Friedemann. Schade, dass du es nicht ausgehalten hast in Dresden. 13 lange Jahre, Vater. Die Stellung in Halle ist besser. So? Na ja. Jetzt vielleicht. Als ich sie nehmen sollte, war sie elend besoldet. Das hat sich geändert. Nur die Orgel ist reparaturbedürftig. Nee, das ist ausgeschlossen. Die neue Orgel habe ich selber als Prüfer abgenommen. Vor 31 Jahren, Vater. Hm? Vor 31 Jahren? Ja, ja. Ja. Dass mein Friedemann mal daran sitzen wird, das hätte ich damals auch nicht gedacht. Warum nimmst du keine Frau? Das kommt auch noch, Vater. Es tut deinem Leben gut. Bist mein Ältester, hast keine Frau. Warum nimmst du dir keine? Na, und warum nehmen sich deine Töchter keinen Mann? Nehmen. Bachs Töchter sind keine gute Partie. Wegen der Aussteuer holt sie keiner. Und aus Liebe. Die Dörte ist schon sitzen geblieben. Und Elisabeth? Man wird sehen. Vielleicht findet sich einer. Mensch, 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 Mensch. 20 Kinder habe ich zur Taufe begleitet. 20. 11 sind tot. Und 62 Jahre. 62 muss ich werden, bis ich in Berlin meinen ersten Enkel besuchen kann. Wie lange fahren wir noch? Gestern früh um 4, heute früh um 4. Nee, Mensch, nee. Irdische Reichtümer habe ich nie ansammeln können. Und für die himmlischen habe ich wohl auch nicht immer Zeit gehabt. Gott dank ich's, dass du und der Philipp Emanuel alle beide so gut eingeschlagen seid in der Musik. Obgleich ihr anders komponiert, alle beide, als ihr es von eurem Vater gelernt habt. Das ist der neue Stil, Vater. Willst du damit sagen, dass ich altmodisch bin? Du auch, ja? Aber Vater, es schreibt heute nun mal keiner mehr so viele Fugen wie du. Ach was, das taten sie früher auch nicht. Als ich vor 27 Jahren in Hamburg dem alten Reinken eine Fuge improvisierte, weißt du, was er da zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, ich glaubte, diese Kunst sei verloren gegangen. Altmodisch. Eine Fuge. Warum halten wir denn jetzt?
Name, woher und wohin? Friedemann Bach aus Halle. Organist an der Marktkirche daselbst. Auf der Reise zu meinem Bruder nach Berlin. Reisepapiere? Und der andere Monsieur? Mein Vater, Sebastian Bach. Königlich polnischer und kurfürstlich sächsischer Hofkompositeur. Aus Leipzig. Bach, Johann, Sebastian. Ja, Seine Ankunft ist schon gemeldet. Er muss mitkommen. warum? Es liegt allerhöchst königlicher Order vor, ihn bei seiner Ankunft sofort das Schloss zu bringen. Was denn vor den König? Allerdings, also mach er hier keine Umstände. Korporal, Gepäck. Kutscher, Mein Vater hat 14 Stunden Reise hinter sich. Gleich viel, ich habe Order. Ja, ich muss ja wenigstens einen anderen Rock anziehen. Der Befehl lautet auf der Stelle, das heißt ohne Aufschub, also mache keine Umstände. Kann ich meinen Vater begleiten? Für ihn liegt schon ein Passierschein nach Berlin vor. Der König möchte nur den Monsieur Bach aus Leipzig kennenlernen. Den altmodischen, mein Junge, den altmodischen. Kutscher ab! Monsieur, ich erfahre soeben, der alte Bach aus Leipzig ist angekommen. Ich lasse bitten. Durchlauchtigste Majestät. Spare sich die überflüssige Formalität seiner Conde. Trete nur näher. Ich bitte um Vergebung, Majestät, für meinen schlechten Anzug. Man ließ mir keine Zeit. Wozu auch? Ich wünschte, den großen Mann kennenzulernen. Nicht einen schwarzen Rock. Er kommt direkt aus Leipzig. Über Halle, Majestät. Das ist ein gutes Stück Weg. Nun, ich desideriere darauf, seine Kunst kennenzulernen. Es steht in Kontemplation meines Klaviers. Ein silbermannsches Fortepiano. Es spielt laut und leise, je nachdem man es traktiert. Ihm ist es neu, hoffe ich. In Leipzig kennt man dergleichen nicht. Als Herr Silbermann... Ich habe 15 Stück davon. Er soll sie alle probieren. Man sagt, er beherrscht die Kunststücke des Kontrapunkts mit solcher Vollkommenheit, dass er ganze Kanons und Fugen aus freien Stücken spielt, à la Improvisation. 2, 3, 4stimmig, wie er will. Man kann es lernen, Majestät. Man kann es lernen. Er hat Humor. Gib mir ein Exempel. Darf ich Majestät um ein Thema bitten? Ganz nach Majestät belieben. Ein Thema. Ein Thema?
Das ist ein sehr gutes Thema, Majestät. So mache was draus. Und kann er diese Fuge auch in 6 Stimmen ausführen? Das ist so einfach nicht, Majestät. Es hängt nicht nur von der Beschaffenheit des Themas ab. Es braucht einige Vorbereitungen. Nun dann für heute Soufflé. Das Souper wird bereitstehen. Aber er muss morgen wiederkommen. Ich habe sehr schöne Orgeln in Potsdam, die muss er auch alle probieren. Und mir noch mehr solche Improvisations zeigen. Auf morgen um 2 Uhr also? Monsieur. Guten Abend, Vater. Guten Abend, mein Sohn. Er lädt dich nicht einmal zur Tafel. Das ist er, der König von Preußen. Reißt dich aus der Kutsche, du spielst ihm ein Konzert und er zahlt dir nicht den lumpigsten preußischen Taler dafür. Auch morgen nicht. Ich kenne ihn 9 Jahre. Du glaubst, der König liebt die Musik. Er liebt nur die Flöte und sonst nichts auf der Welt. Nichts und niemanden. Sein Thema war meisterhaft. Er hat auch lange genug darüber nachgedacht. Er wollte dir Eindruck machen. Vor allem Siegen. Wie immer. Du meinst, das Thema war ausgedacht, lange ausgedacht? Ja, Vater. Und so kompliziert wie nur möglich. Kompliziert, ja. Aber meisterhaft. Weißt du, Philipp Emanuel, ich werde auch lange darüber nachdenken, wenn ich wieder zu Hause bin.
Musikalisches Opfer. Seiner königlichen Majestät in Preußen etc. alleruntertänigst gewidmet von Johann Sebastian Bach. Keiner von deinen Titeln? Nein, wozu? Die Widmung ist auf den Tag genau 2 Monate nach Ihrem Konzert. Und jetzt lass ich stechen. Und im ganzen Land verbreiten. Wenn du nur bei den Druckkosten nicht zusetzt. Das werden wir ja sehen. Sie werden sich darum reißen. Wie um meine Klavierübungen. Aber das hier ist schwerer. Ja. Es demonstriert, was alles aus einem einzigen Thema zu machen ist. 13 Stücke. 13. Mit 100 Abnehmern kann ich aufs Erste rechnen. Und 100 für alle deutschen Länder? Das finden Sie viel, Herr Vater? Du bist ein dummer Bub, Christian. Aber 100 sind doch sehr viele. Der Mitzlerschen Gesellschaft solltest du's anbieten. Mitglied sollten Sie da auch werden. Sie haben sie oft genug darum gebeten. Geh doch mal die Briefe heraussuchen, Dorothea. Ich habe keine Zeit, hab in der Küche zu tun. Außerdem kann doch Liesken sowas übernehmen. Darf mir Herr Alt-Nicol dabei helfen, Herr Vater? Meinetwegen. Wie schön wär's, wenn du meine Frau wärst. Wenn's nach mir ginge, wäre es schon. Vom Organistengehalt in Greifenberg kann doch einer kaum leben. Aber das macht mir nichts. Erst muss ich ein anderes Amt finden. Ich kann nicht vor deinen Vater treten und sagen, ich will sie zur Frau haben, sie ist bereit, mit mir zu hungern. Was meinst du, wenn ich es dem Vater sage? Hm? Versuch's. Kommt herüber. Kommt und probiert. Der Vetter Elias hat wieder ein Fässchen köstlichen Weins geschickt. Köstlich. Köstlich. Lies doch. Mitzlersche Korrespondierende Sozietät der musikalischen Wissenschaften. Ihr Ziel, die Musik zu einer vollkommenen Wissenschaft leichter Mathematik zu machen. Unsinn! Das macht ja die Musik zur Musik, dass sie keine Mathematik ist. Hast du das rausgeschrieben, das Zeug? Nein, wir beide, Herr Vater. Lies weiter. Gegründet wurde sie anno 1737 in der Stadt Leipzig durch Herrn Lorenz Christoph Mitzler, Dozent für Theologie, Philosophie und für Mathematik. Und nebenher für die musikalische Wissenschaft. Nebenher. Als ob man Musik nebenher machen könnte. Nein, das ist nichts für mich. Wir haben auch eine Liste der korrespondierenden Mitglieder angefertigt. Lies doch. Die Grauens in Berlin. Das sind doch gute Leute. Telemann. Georg Friedrich Händel in London. Hasse in Dresden. Du wärst ein guter Gesellschaft. 14 der bedeutendsten Komponisten von heute. Und jeder schreibt alljährlich ein Stück für die Sozietät. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass es untereinander verbreitet wird. Die besondere Kunst eines jeden wird so manifestiert und aufbewahrt. Wird manifestiert und aufbewahrt. Bleibt also erhalten und wirkt weiter. Na. Der Wein ist aber wirklich ganz köstlich. Ja, das ist er. Ich habe eben ausgerechnet, was ein Gläschen Köstlichkeit kostet. Durch Erschütterungen im Vorwerk fehlte 1/3 Köstlichkeit. Also nicht 10 Liter,
6,5 Liter. Die Fracht hat gekostet 16 Groschen, der Überbringer 2 Groschen, der Visitator 2 Groschen, die Landakzise 5 Groschen und 3 Pfennige, die Generalakzise 3 Groschen. Das macht summa summarum 28 Groschen und 3 Pfennige. Also, kostet ein Gläschen... Bach! Gut, Anna. Niemand wird erfahren, was ein Gläschen kostet. Und ich werde in die Mitzlersche Sozietät eintreten. Na, endlich. Aber der Herr Vetter Elias muss kein Fässchen mehr schicken. Dieses Stillsitzen. Dieses verdammte Stillsitzen. Das haben schon andere vor Ihnen überstanden. Und alles wegen der Mitzlerschen Sozietät. Sie verlangen ein Porträt und ein Probestück. Aber ich habe Ihnen einen Rätselkanon gemacht. Daran werden Sie zu knabbern haben, allesamt. Gewöhnlich malt man ein solches Notenblatt so, dass der Gemalte es lesen kann. Das ist aber auf der Umkehr bestehen, Herr Bach. Na ja, ich kenn's ja. Die Beschauer sollen die Lösung probieren. Ich verstehe davon zu wenig. Ich möchte an der Musik nur ein wenig Freude haben. Ich kann durch genaues Zuhören immer nur zunehmen, Herr Hausmann. So gewiss ein ganzes Orchester besser klingt als eine einsame Sackpfeife, so gewiss klingen 4 Stimmen besser als eine. Freilich muss man 4-mal so gut hinhören, aber man hat auch das Vierfache davon. Und mehr als das Vierfache, wenn man hören kann, wie die Stimmen so miteinander gehen und gegeneinander gehen. Sehen Sie, das ist nun schon zu schwer für mich. Einfacher Mann. Herr Bach. Nein, das ist nicht so schwer. Ich habe als meinen Einstand in die Sozietät 5 kanonische Veränderungen über das alte Weihnachtslied vom Himmel hochgeschrieben. Wie ich hoffe, auf kunstvolle Art. Das Thema erweitert das Thema von rückwärts als meine eigene Gegenstimme. Naja, und dergleichen. Für mich ist das alles zu kunstvoll. Was bleibt denn an Kunst, wenn sie nicht kunstvoll sein darf? Wie steht's denn mit Ihrem Bild? Den linken Arm haben Sie mir abgehackt und die Schulter malen Sie mir so schief, als ob ich einen Buckel hätte. Na und? Meine Frau sagt, ich sehe mir so sehr ähnlich. Und wer weiß das besser als meine Frau? Sie haben eine kunstvolle Art, Herr Hausmann, einen Menschen so zu entstellen, dass er sich ähnlich sieht. Das ist nun mal mein Beruf. Aber ich meine, man will doch eine Musik fürs Herz. Ich bin Ihrem Wunsch nachgekommen, was das Stillsitzen angeht. Nun kommen Sie meinem Wunsch nach und kommen Sie mal mit auf eine Orgelempore. Und da sitzen Sie so still wie ich hier bei Ihnen. Und hören einfach zu, ja?
so zu Herzen gehen kann. Wozu wäre sie sonst da? Es klang wahrhaftig, als käme die Musik direkt aus dem Himmel herunter, wo ich die bloße Einhaltung trockener kompositorischer Festlegung und Regeln befürchtete. Ich kenne die Gesetze Ihrer Malerei nicht, Herr Hausmann. Sicher sind es keine trockenen menschlichen Festlegungen. Die Gesetze meiner Musik sind es auch nicht. Sie sind in der ewigen göttlichen Harmonie dieser Welt, selbst so gegründet, wie im Weltall die Ordnung der Sterne. Ein so einfaches Verfahren ist der Kupferstück nicht, Herr Hofkompositeur. Ein paar Jahre Lehrzeit braucht's schon. Eine geübte Hand und ein scharfes Auge. Was man da alles eingräbt, ist alles seitenverkehrt. Beim Notenstechen wird's ganz vertrackt. Die Ursache dafür, dass es nun mal nicht billiger sein kann. Und die rohen Platten. Was kosten denn die rohen Platten das Stück? Eine Platte kostet 9 Groschen. 9 Groschen. Aha, aber da braucht's noch viel Arbeit, bevor der Stich beginnen kann. 1080 Platten sind das im Monat. Aber solche Platten kann ich von Ihnen haben, ja? Gewiss. Aber was wollen Sie schon damit anfangen, Herr Hofkompositeur? Notenstechen. Aber das ist alles schwere, schwere Arbeit. Ja. Gut, ich lass von mir hören. Lass. Es ist zu wenig und es bleibt zu wenig. Früher habe ich immer gedacht, meine Musik ist ganz selbstverständlich. Aber vielleicht ist sie das nicht. Selbstverständlich. Deine Musik? Nein, selbstverständlich, das ist sie nun wirklich nicht. Du bist mehrstimmig auf die Welt gekommen. Ich muss es festhalten. Muss es weitergeben. Alles, was ich an Wissen zusammengebracht habe über die Fuge. Aber ich muss es in Noten weitergeben, in Musik. Und wenn es in die Welt soll, muss es in Kupfer gestochen werden und das können wir nicht bezahlen. Die Einnahmen sind zurückgegangen, ne? Wir können den Notenstecher nicht bezahlen. Aber die Kupferplatten, die nackten, unpolierten Kupferplatten, die können wir bezahlen. Und stechen tue ich selber. Die Großen müssen eben mittun beim Stechen. Und der Alt-Nicol kommt bestimmt auch gern zum Helfen. Na, aus Greifenberg? Ja, auch aus Greifenberg. Die Kunst der Fuge.
wenn nur deine Augen mitmachen. Meine Augen sind gut. Das stimmt doch nicht, Sebastian. Ich sehe es doch, es fällt ihm von Tag zu Tag schwerer. Ich mache mir Sorgen um Vater. Lass ihn aber nichts merken. Er nimmt diese Arbeit sehr ernst. Sie hält ihn am Leben. Wenn sie ihn nur nicht auffrisst. Liskin, Und liebte sie denn? Ja. Und sie ihn? Ja. Na denn soll er doch um ihre Hand anhalten. Das tät er ja. Mit Freuden. Wenn er sie ernähren könnte. Naumburg. Naumburg, Anna. Den habe ich doch die Vorschläge für die neue Orgel gemacht. Wer hat mir denn gesagt, die Stelle ist offen? Gleichviel, ich schreib hin. Natürlich muss er der Alt-Nicole kriegen. Reicher kann ich sie nicht machen. Denn reicher bin ich nicht.
Hast du das schon? Was? Ja, ich finde das sehr gut. Sehr gut. Du musst ein bisschen näher. Komm noch mal weiter. Wir müssen nämlich weiter. Ja. Was? Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Hat die Mutter Fleisch gekocht, so haben mich vertrieben. Ja. 13 Kinder haben wir miteinander bekommen, Anna. 13 Kinder. Und 64 Jahre muss ich werden, bis wir zum ersten Mal in unserem Haus eine Hochzeit ausrichten können. Wisst ihr, wie einem Vater an einem solchen Tag zumute ist? Ihr macht mich sehr glücklich, ihr beiden. Sehr glücklich. Ja! Was ist denn mit der Großen? Lass sie sich ausholen. Was? Ich finde das sehr gut. Johann Christoph Altnikol, du bist einer meiner besten Schüler und ein großer Orgelspieler. Aber nein, Vater. Gott schenke euch ein langes Leben, ihr beiden. Und viele Kinder. Unser erster Sohn wird ganz bestimmt Johann Sebastian heißen. Ja. Mach Licht, Anna. Was ist denn, Anna? Ob du die Meiersche Hochzeit dirigierst? Nein, sag ab. Welche Choräle kommenden Sonntag in St. Thomas und St. Nikolai gesungen werden sollen und welche Kantate in St. Nikolai zur Aufführung kommt? Sag dem Gauner Bescheid. Er weiß, was zu tun ist. Und der Plan für die Präfekten, wann du sie abhören willst? Auf den Nachmittag. Es ist noch mehr.
Das ist ein Brief von dem Herrn Konzius. Der will sich mit dir über diesen Orgelneubau unterhalten. Sag alles ab, ich fühle mich nicht. Aus diesem Grund hast du nun schon mehrfach abgesagt. So wird's niemanden wundern. Ich muss weiter. Muss vorankommen. Sie werden meinen, du wirst Invalid. Na, sollen sie doch meinen, was sie wollen. Dein Gesicht ist ja ganz feucht. Und deine Stirn ist heiß. Komm, ruh dich eine Viertelstunde aus. Nein. Doch! Es sind nur die Augen, Anna. Sie brennen. Das verdammte Kupfer. Es gleist so. Solltest du es nicht doch besser zum Kupferstecher geben? Wir können es nicht bezahlen. Die Meiersche Hochzeit ist in der Ratsverwandtschaft. Ja, der Rat würde meinetwegen seine Arbeit auch nicht unterbrechen. Es ist der Rat, Sebastian. Der Rat hat Ernesti ins Amt gesetzt. Und Ernesti hat meine Chöre zerbrochen. Und der Rat hat's gebilligt. Das ist doch lange vorbei. Das ist niemals vorbei, Anna. Nur eine Hochzeit beim Rat. Ich habe keine Zeit! Wir leben aber von Hochzeiten, den Kindtaufen und Begräbnissen. Und das macht die Stellung des Kantors in der Stadt. Wenn der Vater sich aber so oft vertreten lässt und wenn er unsichtbar bleibt... Der stolzeste Teil seiner Pflichten war es nie, aber nächst der Schule immer der aufwendigste. Es geht mit der Vertretung auch. Er braucht jetzt die Zeit. Man müsste ihm besser die vielen Gäste weghalten. Die fressen ihm seine Zeit weg. Vergeht keine Woche, ohne dass einer oder zwei kommen. Und wann hätte Vater je einen abgewiesen? Eben. So wollen wir es auch in Zukunft weiterlassen. Wer die Musik für eine Trauung bestellt, der fragt doch nur nach dem Kantor. Aber wer sonst ans Haus klopft, der fragt nach Bach. Aber wer nach dem Herrn Kantor fragt, zahlt doch seinen Taler. Das Lieschen ist gekommen. Oh, Lieschen. Mutter, wir müssen in Naumburg doch wissen, wie es hier in Leipzig weitergeht. Und Vater, was macht er? Sorgen macht er mir. Er hat sich so lange mit Krankheit entschuldigen lassen, bis er nun wirklich krank ist. Geh hinauf. Und sprich ihn gleich an, wenn du hineinkommst. Ist er schlimmer geworden? Vater. Lieschen. Lieschen. Hast du deinen Mann mitgebracht? Nein. Urlaub hat er mir gegeben. Komm her. Mein Lieschen bekommt ein Kind. Ende September soll es da sein. Januar, Februar, März, April, Mai. Juni, Juli. Ja, natürlich im September. Von meinem Christoph soll ich dir herzliche Grüße bestellen. Und außerdem schickt er mir dich. Und du? Was machst du? Nur eine kleine Pause. Man macht sich so seine Gedanken.
Mein Vater ist 50 geworden, mein Großvater 62, mein Urgroßvater 60, ich bin 64. Da macht man sich eben so seine Gedanken. Nein, keine Sorge, Kind. Ich habe noch zu viel zu tun, deswegen mache ich auch die Pause. Mach mal die Tür. Du musst was rauskriegen für mich. Ich muss wissen, wie es gestern war. Am Sonntag? Was soll denn gerade am Sonntag gewesen sein? Der Harrer war da. Das ist der Kompositeur und Kapellmeister in der Hauskapelle des allmächtigen Grafen Brühl in Dresden. Und der Brühl hat erfahren, dass ich mich in letzter Zeit häufig vertreten lasse. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, der Stadt Leipzig seinen Harrer als meinen Nachfolger anzutragen. Mitten in deiner Amtszeit, wieso denn das? Ja, weil er los sein will. Weil er ihm zugute ist, gewiss nicht. Und der Rat. Der Rat ist in einer herrlichen Zwickmühle. Abschlagen können Sie so viel Fürsorge doch wohl nicht. Aber dass der Brühl keinen erstklassigen Mann wegschickt, das wissen Sie auch. Nun war gestern eine Probe, heimlich und in aller Stille, und ich wüsste zu gern, was dabei rausgekommen ist. Denn wenn Sie Ja sagen, können Sie nicht mehr zurück. Und so viel Courage hatte die ganze Ratsverwandtschaft zusammen nicht, dass sie den Hauskapellmeister des Grafen Brühl zu tadeln wagen. Verstehst du das, Lieschen? Heul nicht. Dass sie deinen Nachfolger schon suchen, wo du doch noch im Amt bist. Ich hätte nicht gedacht, dass der Rat so niederträchtig ist. Der Brühl ist ihnen über. Und ich dem Brühl. Du? Wie kannst du dem Brühl über sein? Ich bleib einfach noch ein bisschen am Leben. Halt! Cis! Cis! Kein C, Christian. Sie haben aber C geschrieben, Herr Vater. Korrigier's. Weiter. Christoph! Ich habe mich auch schon gewundert. Gleich nochmal. Mein Leseglas taugt nichts mehr. Ist schon wieder ein Dreck wert. Ihre Krankheit ist eine Trübung der Augenlinse. Grauer Star. Und darum weder durch Umschläge noch Augenbäder zu beseitigen. Das einzige Heilmittel besteht in der Entfernung der trüben Linse. Ja, aber womit sieht einer dann? Sie lässt sich durch starke Gläser, eine Starbrille,
leidlich ersetzen. Aber warum macht dann kein Wundarzt im ganzen Umkreis diese Operation? Sie verlangt nicht nur viel Geschick, sie verlangt Übung. Und wer hat die? Tritt ein, Christoph. Ja, Herr Vater. Ich will mit dir reden. Du bist 18. Ja. 18 Jahre. Hast von mir gelernt, was zu lernen war. Bist auf der Geige gut, auf dem Klavier sicher in der Komposition. Deine älteren Brüder haben studiert. Der studierte Mann ist der Angesehenere. Ich hab's mein Leben lang erfahren. Aber ich kann's nicht. Ich kann's nicht bezahlen. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist, dich auf deine eigenen Beine zu stellen. Ich verstehe, Herr Vater. Und in Bückeburg. In Bückeburg ist der Reichsgraf von Schaumburg-Lippe. Er kennt mich. Dort ist ein Platz in der Hofkapelle, die Stelle ist. Die Stelle ist leidlich. Wenn Sie meinen, dass ich das kann? Ja. Ich habe in Weimar auch so angefangen. Und bin dann Konzertmeister geworden. Dann werde ich das auch in Bückeburg. Ja. Denn dann sind nur noch 5 Kinder im Haus. Verstehst du, Christoph? Ich sehe die Linien auf dem Notenpapier nicht mehr. Mit der stärksten Lupe nicht mehr. Ich kann nicht mehr komponieren. Du kannst Unterricht geben, auch wenn du keine Noten mehr schreiben Nein. kannst. Ich habe mein Wichtigstes noch nicht zu Ende geschrieben. Die Kunst der Fuge. Komm her, Anna, komm. Komm. Was riskiere ich? Schlechter wird's doch auf jeden Fall. Und wenn ich hingehe, vielleicht... Sollte mir denn Gott nicht helfen? Ich habe ihn so selten gebeten. Ein Schnitt ist ein Schnitt. Aber eine Hoffnung, Anna Magdalena, ist eine Hoffnung. Grauer Star. Alter Star.
Harter, grauer, alter Star in seiner schönsten Form. Vollkommen ausgereift und schnittreif. Idealisch für meine Behandlung. Geradezu idealisch. Henry, please see for boiling water in the kitchen. My dear sir. What's your name? Sie heißen? Bach. Oh, ich weiß. Der berühmte Musiker. Was sagt der Herr Taylor zu meinem Oh, Mann? everything is fine. You will be perfectly satisfied. Was sagt er? Ich habe es auch nicht verstanden. Und Sie sind sicher, ja? Ganz sicher. Ich habe sehr viele Operationen gemacht. Meistens gut. Nicht alle. Die Hälfte alle gut. Die andere Hälfte ist Glück. Ich habe gehört, Sie sind ein frommer Mann. Ja. Wenn ich nicht wüsste, dass all mein Geschick in Gottes Hand liegt. Woher sonst hätte ich die Kraft gefunden, zu Ihnen zu kommen? Sie können keine Wunder tun. Aber er kann sich Ihrer Hand bedienen. Just a moment. Der Schmerz ist sehr kurz. Mein Diener wird Ihren Kopf festhalten. Was muss ich jetzt wieder trinken? Den Kräutertee, Herr Vater, damit er die bösen Säfte zum Abfließen bringt. Hab doch früher keine bösen Säfte gehabt. Was hat er gegen die Schmerzen verschrieben? Weingeist mit Belladonna. Das Zeug ist ziemlich giftig, also dürfen Sie nicht zu viel davon nehmen. Ja. Eisenhutextrakt ist auch giftig. Aber für die Augen sehr gut. Belladonna, Eisenhut, Apfeltee, Aderlass. Die elenden Schmerzen, wer soll das aushalten? Sie müssen Geduld haben, Herr Vater. Was man anfängt, hält man durch. Ja, freilich. Gib mir was gegen die Schmerzen, Dörte. Hier, nimm weg, ich brauche keinen Tee. Alt-Nicol, wann kommt der Alt-Nicol endlich wieder zu uns? Ich weiß nicht. Ein Herr Müttel aus Schwerin ist eingetroffen und Mutter und ich, wir überlegen, wie wir ihn auf höfliche Art wieder heimschicken können. Er will von Ihnen Unterricht haben. Na, wo ist er? Warum ist er nicht hier? Ja, Herr Vater, wie wollen Sie in diesem Zustand unterrichten? Was, wie? Solange ich Ohren hab und mir der Verband nicht übers Maul gelegt ist. Er soll reinkommen. Er soll reinkommen! Er heißt Müttel. Johann Gottfried Müttel.
Beim Herzog in Mecklenburg als Hoforganist tätig. In Schwerin, bitteschön. Wie alt? 22 Jahre bin ich alt. 22, Herr Hofkompositeur. Als Hoforganist muss er doch nicht mehr studieren. Oder ist sein Herr nicht zufrieden mit ihm? Doch, er wollte mir wohl eine Gnade erweisen. Urlaub. Der Herzog erweist mir die Gnade, mich aus seiner Privatkasse ein Jahr lang bei Ihnen studieren zu lassen. Falls Sie mich so lange behalten wollen. Wir haben beide gemeint, es müsse in Leipzig sein, bei Herrn Bach. Wir werden sehen. Setze sich hin und spiele was. Darf ich vielleicht irgendwas für Sie tun? Schade. Schade, dass du nicht ein Jahr früher gekommen bist. Wir müssen unterbrechen. Für heute müssen wir unterbrechen. Manchmal denke ich, vielleicht sind es die vielen Arzneien, die mich so krank machen. Ich glaube nicht dran, dass es noch mal besser wird, Anna. Ich habe gesagt, eine Hoffnung ist eine Hoffnung. Und du hast gesagt, ein Schnitt ist ein Schnitt. Und du hast recht gehabt. Der Alt-Nicol soll kommen, schreib ihm. Die 18 Choralvorspiele will ich fertig machen. Die werden sich auch besser verkaufen lassen als die Kunst der Vogel. Aber dafür haben wir auch schon 10 Interessenten. 10? Tatsächlich. Wenn du dem Alt-Nicol schreibst, frag an, ob er das Liesken mitbringen kann, ja. Ich lasse es ihm ausrichten. Und nun schlaf, Sebastian. Vikander. Ist es erlaubt? Ja. Ich schreibe keine Kantaten mehr. Ich werde dich irgendwann überreden. Klein Schocher hat sich herumgesprochen. Und immer mehr Bauern wünschen sich für ein Schwein und 2 Hammel eine Kantate von uns.
Ja, Henrizi. Du wirst sehen. Ich meine, du wirst mich doch weiter für dich dichten lassen. Ja, Henrizi. Du warst immer ganz zufrieden mit mir. Ja, Henrizi. Du bist eben ein wirklicher Freund. Im dritten Achtel einen Septakkord auf der 4. Im fünften einen auf der 7. Also FACS. Der zweite Tenor hat den Durchgang AGFG. Hast du es bis dahin? Ja, aber ja, habe ich. Ich werde es dann in das Heft mit der Reinschrift eintragen. Es kommt nach den kanonischen Veränderungen vom Himmel hoch. Ja, gut. Noch etwas, Christoph. Ich diktier's dir als Orgelchoralvorspiel für, wenn wir in höchsten Nöten sein. So steht's drüber. In der Reinschrift nimm einen anderen Choral. Und welchen? Vor deinen Thron tret ich hiermit. So. Im Pedal geht der Orgelpunkt auf dem G weiter. Liesken? Ja, Vater. Liesken. Man sagt, dass Blinde ganz neue Ohren kriegen. Viel feinere Ohren. Siehst du, das stimmt. Komm her, komm, komm, komm. Ach, Liesken. Es ist doch dunkel im Zimmer, nicht? Mhm. Ich habe nie gewusst, dass man Licht mit der Haut spüren kann. Ist die Tür zu? Ja, Vater. Mach die Vorhänge auf. Aber du weißt doch, der Herr Nagel hat streng verordnet, es muss Dämmerlicht im Zimmer sein. Mach die Vorhänge auf. Nein, Mach Vater, die ich Vorhänge bitte auf dich, und das Vater. Fenster auf, weit auf. Das ist Sommer. Das ist Sommer. Schön, dass du bei mir bist, Liesken. Ich will dich sehen. Ja, ich will dich sehen. Halt, Vater, das darfst du nicht. Ich bitte dich, tu es nicht. Vater, tu es nicht. Lass das! Lass das! Ich bin blind. Blind bin ich auch ohne Binde. Licht. Liesken. Das ist Licht. Licht.
Du hast einen grauen Rock an. Vater, du kannst wieder sehen, Vater. Vater, du kannst wieder sehen. Kommt alle her. Vater kann wieder sehen. Kommt doch. Anna. Dörte. Christoph. Liesken. Anna. Es ist alles noch so, wie es war, Stadtphysikus. Wird er wieder aufwachen? 10 Tage ist er ohne Bewusstsein. Dienstag, den 28. Juli 1750. Und 22 Taler. Aus seinem ganzen Leben voll Arbeit ist nicht mehr geblieben als 1122 Taler, nicht mehr als der Ertrag von 1,5 Jahren. Richtig, das wäre alles, was der Verstorbene an Werten hinterlassen hat.